Rein geht's auch in den DFB-Pokal. Herrliches Spiel, deutscher Klassiker, wenn man so möchte. Gladbach gegen Frankfurt. Waren immer schöne Spiele und jetzt bin ich gespannt, ob wir heute eine Runde weiterkommen. Das ist das Ziel dieses Spiels. Mit veränderter Truppe so ein bisschen. Rode unter anderem im Mittelfeld mit Miretti diesmal. Vorne beginnt Sascha Kalajdzic, Mamouche auf der Außen. Und ich habe ein bisschen, ihr kennt mich ja, ich setze gerne auf die Jugend und bin auch gerne bereit, ein bisschen Risiko einzugehen. Ich habe den jungen Bouchard mit der 25. Ihr seht ihn jetzt im Mittelkreis mit den giftgrünen Schuhen. Das ist auch einer, der von unserem Scout entdeckt wurde. Der spielt heute auch von Anfang an. Dazu tut er in der Innenverteidigung für Robin Koch. Und so soll es also ins Achtelfinale gehen. Im besten Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es über die Verlängerung geht, ob wir das vielleicht in den 90 Minuten hinkriegen. Wäre schon nicht so schlecht. Und für die Gladbacher, klar, die wollen zu Hause auch weiterkommen. Gerade weil sie zu Hause spielen. Schauen wir mal, was die so für Spiele haben. Die haben auch ein 4-2-3-1, also endlich mal keine Fünferkette. Sollte mir vielleicht entgegenkommen. Aber immer mal gucken, wie der Gegner hier spielt. Ob sie pressen oder nicht. Mamouche, da kommt Bouchard, lässt sich gerade gut fallen. Ja, Miretti. Könnte abseits sein. Schade, zu spät gespielt. Laufweg war okay. So könnten wir die Gladbacher heute knacken. Mit Geschwindigkeit über die Außen. Hier bin wir auf der einen, Mamouche auf der anderen Seite. Und vorne der Hühne. Gefühlt 3 Meter groß, Sascha Kalajdzic. Gibt der Eintracht auf jeden Fall ein Element, das es so nicht gegeben hat. In den letzten Monaten. Das, was uns damals Sebastian Aller gegeben hat, oder auch ein André Silva, das gibt uns halt jetzt hoffentlich auch Sascha Kalajdzic. So, Ebimbe, vielleicht kann das jetzt gleich mal unter Beweis stellen. Kajolo, Rode in der Mitte. Ja, und der hat Platz. Warum nicht mit links? Ja. Und die erste gute Parade. Also, wir zeigen gleich mal hier, wer im Haus ist. Oh, Bouchard schießt da. Ich glaube, weil er sonst Mario Götze gemacht hätte und er jetzt für ihn hier reinkommt. Warum nicht? Schauen wir mal, wie gut der Ecken schießen kann. Ja, die kommen gar nicht schlecht. Kalajdzic! Die kommen sogar richtig gut. Und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Bouchard, ey, das ist auch ein Traumdebüt. Erstes Spiel, erste Vorlage. So kann man mal reinstarten als junger Spieler. Gut, und dass vorne Kalajdzic an Kopfbälle rankommt, das ist jetzt auch nichts Neues. Muss halt die Ecken nur gut schlagen, ne? Aber richtig gut, schöner Schnitt und dann... Boah, ist der im 6., 7. Stock da gefühlt, wenn er hochspringt. Das ist ja Wahnsinn. Schöner Kopfball, schön platziert, keine Chance. 1-0, Führung, sehr schön. Für Kalajdzic. Also, in Berlin getroffen. Zum späten Sieg. Jetzt hier in Gladbach nach einer Viertelstunde ungefähr die frühe Führung, wenn man so möchte. So, darf es gerne weitergehen. Aber bei Gladbach sehe ich auch gerade, sind ganz viele, die ich so vom Namen her so gar nicht kenne. Also klar hier Kiarodia, Itakura, die kenne ich, aber Ramos zum Beispiel oder auch gerade der Linksverteidiger, der eine. Ja, wir kommen so langsam dann in Saisons rein. Wenn du dann in FIFA merkst, du hast Spieler, die irgendwie generiert sind oder Jugendspieler, von denen du noch nie gehört hast, dann weißt du hast schon ein paar Saisons hinter dir. Obwohl das ja jetzt erst die 2. Saison ist. Also mal die Kirche im Dorf lassen. Vielleicht ist das auch die Pokalmannschaft, weiß man ja nicht. Mosquera gegen Kalajdzic, der wird da gejagt. So, richtig. Weiter pressen, aber natürlich gucken, dass man hinten hier nicht den Laden total offen hat. Pacho kommt nicht ran, Flanke ist da und Resté. Heute wieder am Tor, nachdem ja David gegen Hoffenheim 2... Ja, also das erste war nicht haltbar, aber das zweite sah halt ein bisschen merkwürdig aus. Gladbach kommt, da ist Player, auch noch altbekannter und wieder Resté. Da frage ich mich halt auch, ob der nicht irgendwann mal haltbar ist oder so Bälle. Und gut, nächste Ecke wieder durch Player. Achtung, da ist aber Rode, muss er haben, ja. So, und ganz vorne. Ja gut, er ist alleine. Bouchard, aber warum nicht? Komm, lauf mal durch, Ebimbe. Dann kriegt er jetzt mal den Ball. Ja, okay, falscher Laufweg. Das wird aber noch. Ich meine, der Junge hat heute sein erstes Spiel, die ersten Minuten, seine erste Vorlage. Was Besseres kann ihm gar nicht passieren. Oh, jetzt Ranos gegen Pacho. Das war auch gerade ein bisschen zu einfach, Hermann. Aber Rode ist auch noch da mit all seiner Erfahrung, all seiner Klasse hier. Mit der Hingabe der letzten Jahre. Das macht er richtig, richtig gut.
Und es ist ein schönes Spiel, ein schnelles Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Also auch die Gladbacher mit ihren Möglichkeiten vorne. Hoffentlich nicht so häufig. Ja, Kalajdzic, gut, schöner Ballgewinn. Und jetzt? Ja, ist er alleine. Egal, wir haben jetzt erstmal den Ball. Ball gewonnen, das ist gut. Und jetzt wieder neu positioniert. Meier, wo ist er denn, Kalajdzic? Nee, in die Mitte muss er. Das ist genau wie bei Larsen. Ich muss das nochmal einstellen. Dass der Kollege vorne im Zentrum bleiben soll, zentral orientieren. Meier ist aber wieder da. Auch der ein super Neuzugang bislang. Macht einen richtig guten Eindruck. Und jetzt die Chance. 2-1, Mamouche. Ja, und da ist Kalajdzic. Kann das auch gefühlvoll. Ja, schade. Schöne Chance und wieder Bouchard. Warum nicht? Der schießt jetzt auf jeden Fall die Ecken. Wer hier eine Vorlage macht, der macht auch gleich mal eine zweite. Mamouche. Ja, der kommt nicht ran, aber kriegt nochmal die Chance. Bouchard, hinten winkt Meier. Ja, gut gemacht. Und da kommt Rode, ja. Die Kopfbälle sind auch nicht so ungefährlich, ne? Die sind sehr unscheinbar. Aber trotzdem sehr, sehr gut. Tuta gut aufgepasst. Sehr gut. Wir sind in den Zweikämpfen drin. Das funktioniert richtig gut. Fehlt halt wie immer das zweite Tor von uns. Das ist somit das größte Problem, was wir dann immer haben. Und wenn wir dann das zweite Ding nachlegen, dann läuft es halt auch meistens ein bisschen von alleine. Oh, das war klar, ey. Wenn er nicht spielt, dann legt er sich den Ball 10 Meter vor. Aber Meier, komm, ist da, muss ihn haben, jawohl. Da spielen wir hinten raus. Also eine sehr gute erste Halbzeit von uns. Chancen gehabt, auch aufs zweite. Hinten hatten wir ein, zwei Mal Risté, der uns da den Arsch gerettet hat. Aber war jetzt nicht monstergefährlich oder so, wo du sagen könntest, oh. Aber immerhin noch 3 Schüsse. Jetzt mache ich gerade nochmal 1. Jetzt gebe ich ihm hier... Ach nee, der hat schon zentral orientieren, okay. Dann hat er das irgendwie schon übernommen, standardmäßig. Vielleicht noch aus dem letzten Spiel. So, Bouchard, was ist das eigentlich für einer? Ich muss mir den nochmal genauer angucken. Also der ist schnell auf jeden Fall. 81 Tempo, 17 Jahre jung. Und heute schon Assist gemacht, gut. Antritt ist er gut, Balance, Sprinttempo. Was hat er hier? Efe 75, okay. Das erklärt auch den guten Eckball. Wobei, was hat er bei Ecken oder bei Flanken halt? Generell eine 67, aber ist okay. Ihr seht ja, das ist ja egal, ob man eine 67 hat oder ob du einen Götze hast, der wahrscheinlich eine Efe von 75 bis 80 hat. Die Bälle landen auch so gut in den Strafräumen. Sehr schön auf jeden Fall. So, Kalajdzic. Mal über rechts in der ersten paar Minuten. Genau, Bouchard, schön gemacht von Kalajdzic. Aber das war auch ganz simpel. Bouchard zieht nach unten weg, bindet einen Gegenspieler. Dadurch ist die Lücke frei. Konnte man richtig gut sehen gerade. Und Kalajdzic dann mit all seiner Klasse, zack. So typisch Straßenfußballer. Würde man sagen. Guck mal hier, zack. Das reicht schon. Einmal hochschnicksen. Hochschnicksen. Und dann die gelbe Karte für Weigl. Ja, auch nicht unwichtig. Auf der 6er-Position. Haben wir wieder Kalajdzic hier. Sehr schnell, sehr wendig, sehr gut. Da ist Bouchard. Oh, ein bisschen zu weit nach hinten. Aber egal, wir machen das schon. Miretti, Pacho, wieder die Grätsche. Pacho, Miretti, Ebimbe, kein Abseits. Wo ist denn hier Kalajdzic? Der wäre wieder am 16er gewesen. Und wieder Kalajdzic. Schade, dass er da nicht rankommt. Aber auch der ist richtig schnell. Erstens wendig, sehr trickreich. Zweikampfstark. Also ihr merkt, wie sehr hier das Potenzial drin schlummert in der Mannschaft. Und wie sehr ich von dieser Mannschaft schwärme. Auch zu Recht. So, ich versuche halt immer schon so ein bisschen zu antizipieren. Ne? Ihr seht das, mit den Spielern hier diverse Passwege zuzustellen und dann hinterher und dann die Zweikämpfe gewinnen. Kalajdzic, fair, sehr schön. Und jetzt Bouchard, wenn er durchläuft, kriegt er den. Ja. Nicht ganz, schade. Da ist auch wieder Bouchard vorne mit dabei. Also, dass der nicht langsam ist, das ist schon mal gut. Also, ein 81 Tempo, da kann auch ein 17-Jähriger mithalten. Und da ist er, Bouchard. Zack. Einmal abgefangen. Und jetzt nochmal eine punktgenaue Flanke. Ja, genau dahin. Kalajdzic. Nächste Chance. Ah, schade. Die müssen natürlich rein, die Dinger. Aber Bouchard ist wieder mittendrin. Also 17 Jahre alt. Macht ja heute das Spiel seines Lebens bislang. So, Ebimbe hier spielen, klatschen und gehen. Das ist das Einfachste im Fußball, ey. Wenn das so funktioniert. Kalajdzic. Ey, leck mich doch am Arsch, Mann. Auf Deutsch gesagt. Ja, aber ich glaube, jetzt ist Zeit mal zu wechseln. Also, bisschen Frische vorne rein. Ich glaube, Orban ist auch nicht so kopfballschwach. Zur Not setzt er halt an zum Fallrückzieher.
mit Ansage. Aber ihr seht, wenn man das schnell spielt und direkt und wenn das auch alles klappt, das sieht auch da noch gut aus. Aber Hauptsache es ist erfolgreich. Darauf kommt es erstmal an. Ob es dann auch schön aussieht oder nicht. Also ich nehme auch gerne mal einen Sieg, der nicht so schön aussieht und halt dafür erfolgreich ist. Und Mamouche, Orban. Jetzt haben wir halt vorne nochmal mehr Geschwindigkeit, ne? Das hast du halt mit Kalajdzic nicht, aber dafür Geschwindigkeit mit Orban. Achtung, Hermann. Pacho dazwischen, ganz stark gemacht. Rode auch ganz entspannt, ganz souverän. Miretti sehr, sehr schön gemacht. Und wieder dasselbe. Spielen, klatschen und gehen. Auch wenn das jetzt nicht klappt, haben wir hoffentlich eine Verteidigung, die das hier Ganze kompensieren kann. Mit Tuta, ja, sehr schön. Und wieder Bouchard. Orban vorne. Kriegt den Ball und auch Rode. Okay, ja, Freistoß, oder? Nee, okay, Vorteil vorbei. Habe ich mir anders ausgemalt, aber die Gladbacher wissen nicht wohin. Also bis zu einem bestimmten Punkt und dann müssen sie wieder hinten rum. Ja, auch hier Itakura. Der muss sich 3-4 Mal umdrehen, weil seine Mitspieler halt nicht frei sind. Und das ist halt auch ein Beweis dafür, wie gut wir bislang stehen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch so. Oh, Achtung, Miretti muss er hin. Pacho dazwischen, sehr, sehr schön. Miretti nochmal, Pacho wieder, Rode. Das war natürlich nicht so gut, aber das ist wieder mir geschuldet. Dafür, dass ich hinten rausspielen will. Achtung, nächste Chance, Tuta. Foreste, sehr schön. So, Larsson für Rode. Auch die jungen Leute müssen in so einer Situation mal rein, warum nicht? Ich schleiche mich schon mal mit Ebimbe weg. Weil Bouchard gewinnt jetzt diesen Zweikampf und dann ist Ebimbe erstmal weg. So, und wir haben vorne, wenn es schnell geht, 2 gegen 2. Oh, Orban hat freie Bahn. Die Gladbacher total aufgelöst. Aus einem eigenen Eckball. Orban, das muss die Entscheidung sein. Und das ist es. Achtelfinale und wir sind im Lostopf. Aber da war ich gerade selber überrascht. Das heißt, die Gladbacher, fangt den Jungen bloß auf, sonst ist das ein Karriereende. Das ist ja Wahnsinn, ey. Völlig aufgelöst, aber mussten sie wahrscheinlich auch machen, ne? Bisschen riskieren, warum nicht? Und Orban dann natürlich. Ich weiß nicht, ob Kalajdzic auch so schnell gewesen wäre, um den beiden wegzulaufen. Wahrscheinlich. Nur wir werden es nie erfahren. Wir wissen nur, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, verdient jetzt auch 2-0 führen und wahrscheinlich auch das Spiel gewinnen werden. Wenn jetzt hier nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert. Dann geht da auch nichts mehr schief. Also das habe ich mir halt auch erhofft, weil mit so Siegen, mit so guten Gefühlen, da kann es auch mal ganz anders in der englische Woche reingehen. Dann auch ins Bundesligaspiel jetzt gegen Dortmund. Und dann halt auch ins nächste Champions League Spiel gegen Inter. Das werden auch sehr, sehr schöne Spiele. Da freue ich mich auch drauf. So, letzten Augenblicke Orban. Mit Bouchard, wenn er da durchläuft. Ah, kriegt er nicht. Aber doch setzt sich. Nein! Das pfeift er ab. Oh, das war ein normaler Zweikampf für mich. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Foul, auch durch die neutrale Brille, nee, durch die Fanbrille gesehen. Aber okay, alles klar. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance. Mamouche, Orban, ja gut, Orban war im Abseits. Nicht zu schnell gespielt, aber Larsson setzt nochmal nach. Seht, das Pressing, das klappt wirklich super. Also gerade in Halbzeit 2 haben wir die Gladbacher wirklich, wirklich gut vom Tor ferngehalten und auch Bouchard, der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und Chance ist nochmal da, Bouchard. Vielleicht hat er jetzt... Nein. Nicht die Chance auf sein Tor, aber er ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Er ist schnell, er gewinnt viele Zweikämpfe, er kann gute Flanken schlagen, ja, hat das 1-0 vorbereitet, also besser hätte es gar nicht laufen können. Für ihn und auch für uns. Achtelfinale ist gebucht, souveräner 2-0-Sieg in Gladbach. Und so können wir gerne auch die nächsten Wochen weiterspielen. Spiel war aber ausgeglichener, als es dann so den Anschein hatte. Also laut Statistik 6:8 Schüsse für uns. Aber ich fand, das war trotzdem eine souveräne Vorstellung, gerade in Halbzeit 2. Jetzt Dortmund, nächstes Spitzenspiel. Kalajdzic hat die optimale Bissigkeit erreicht. Mache ich dann offscreen. Trainingsplan dann wieder ein bisschen zurückstellen. So, spulen wir vor. Bisschen Preisgeld auch, ist auch wichtig, jetzt nachdem wir im Sommer fast das ganze Geld ausgegeben haben, 274.000. Man muss ja erstmal klein anfangen, das ist auch für andere Vereine viel Geld. Kurz im DFB-Pokal vorbeischauen. Ach, und wir spielen zu Hause gegen Bayern. Na toll. Da kommt ja ganz schnell die Chance zur Revanche.
Aber gut, daran sehen wir auch, dass Bayern dann weitergekommen ist. Schalke gegen Dortmund. Oha. Revierderby. Also auch Runde 3 enthält hier ein paar richtig, richtig geile Spiele. Sonst hätte ich hier gerade nochmal vorbeigeguckt. Oh, Bayern 4-3 gegen Hannover. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hamburg 5-0. Unterstreichen also ihre Ambition, hier den Pokal zu gewinnen. So, also lasst einen Daumen nach oben da. Läuft doch momentan richtig gut. Ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part und zum nächsten Spiel in Dortmund wieder. Ciao, ciao.